Mit dem Eigenfett haben wir ein ganz oder relativ neues Spielzeug eigentlich. Das Eigenfett ist ja nur ein Füllstoff. Und zwar können wir das an verschiedenen Stellen am Körper verwenden. Und insofern haben wir auch total verschiedene Patienten, die auf uns zukommen. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das Eigenfett ist natürlich bekannt geworden, dadurch, dass wir damit zum Beispiel Falten unterspritzen können. Also wird das im Gesicht viel angewendet, um die Nasolabialfalte, die Marionettenfalten zu unterspritzen, Lippen, Volumen zu unterspritzen. Wir haben aber auch das Thema, dass wir Eigenfett verwenden können, um Brustaufbau zu machen. Das heißt also zum Beispiel ein B-Körbchen auf ein C-Körbchen zu vergrößern, ohne Implantat. Ein Riesenvorteil. Wir haben aber auch das Thema, dass wir zum Beispiel das Gesäß, also den Po damit auffüllen können, das sogenannte Brazilian Butt Lift, also auch hier ohne Implantat mehr Volumen in den Po geben können. Das Tolle an dem Eigenfett ist, dass wir natürlichen Werkstoff haben, das heißt, wir haben kein künstliches Implantat. Und das Zweite ist, dass wir ja auch immer absaugen, um das Eigenfett zu bekommen. Das heißt, die Frauen werden immer irgendwo ein Fettdepot los, was sie stört. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, eigentlich eine sehr, sehr schöne Operation, um überall am Körper zu arbeiten. Bei der Behandlung wird zunächst einmal ja Fett abgesaugt. Das heißt, wir im Kopf erstmal so denken wie eine normale Fettabsaugung. Das heißt also, wir brauchen eine Operation, die zumindest mal etwa eine Stunde lang ist. Wenn damit nur in das Gesicht, beispielsweise in die Falten unterspritzt wird, ist es damit auch schon erledigt. Oft ist das aber so, dass wir das Fett absaugen und zum Beispiel die Brust damit vergrößern. Dann ist es so, dass wir etwa 2 bis 3 Stunden brauchen. Also länger als bei der Brustvergrößerung mit Implantaten. Das muss man wissen, es ist eine etwas längere Operation. Schmerzen sind etwa ähnlich, also sehr, sehr gering nach der Operation. Drainagen braucht es keine und man hat keine Narben. Weil diese Mini-Narben, durch die wir absaugen, die sind etwa 3 mm lang, die können Sie natürlich nicht vergleichen mit einer Narbe, die unter der Brust oder an der Brust ist, wo wir das Implantat ja irgendwie reinbekommen müssen. Also ein riesen Vorteil. Ein Nachteil ist allerdings auch, dass etwa die Hälfte von diesem Fett verloren geht. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man das macht, also technisch, aber man hält nicht das Volumen, was man direkt nach der OP hat. Das muss man den Patienten gut erklären, sonst sind die danach enttäuscht, dass nicht so viel geblieben ist. Das Tolle daran ist, dass Sie von einer Stelle am Körper etwas Gewebe wegnehmen und an der anderen Stelle es anwachsen lassen. Das ist wie eine Blume, die Sie umtopfen in ein anderes Beet. Und Sie können erwarten, dass Sie natürlich das Volumen haben, das heißt, es fühlt sich natürlich an, es verhält sich natürlich, das heißt, es sieht überhaupt nicht künstlich aus, es fasst sich nicht künstlich an, es integriert sich optimal in den Körper. Was man wissen muss ist, wenn man also ein A-Körbchen beispielsweise hat und man will auf ein C oder so, dann macht das mit dem Eigenfett wahrscheinlich wenig Sinn oder man muss das mehrfach machen. Ganz wichtig an der Stelle ist auch noch zu sagen, man braucht natürlich etwas Eigenfett, um die OP machen zu können. Wenn man spindeldürr ist, finden wir kaum Fett. Also wir wollen ja Fett von einer Stelle zur anderen nehmen. Deswegen braucht es auch etwas Fettdepots, was wir dann eben absaugen können. Die Technik, die man anwendet beim Eigenfetttransfer, die ist entscheidend für die Überlebensrate der Fettzellen. Wenn man also dieses Fett irgendwo rausnimmt und irgendwo anders reintut, dann ist es wichtig, wie man das macht. Und da braucht es eine ganze Menge Erfahrung. Wir wissen also, dass wenn das mal so nebenbei gemacht wird, die Einheilungsraten sehr, sehr schlecht sind. Das heißt, es wird viel von dem Fett untergehen und verschwinden. Deswegen ist es wichtig, dass man in sehr erfahrene Hände begibt. Und da sind wir über die letzten Jahre, haben wir uns sehr stark gemacht und wissen Tipps und Tricks, wie man das machen kann, dass wir möglichst viel Fett am Ende auch behalten. Das ist ganz wichtig für das Endergebnis. Und da glaube ich, sind wir besser als vieles, was ich sehe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Patienten sich das von uns mal anhören sollten, was man da tun kann, um eben möglichst viel auch von der Operation am Ende zu haben.